Nach Florida auszuwandern oder dort auch nur einen Zweitwohnsitz zu etablieren, das ist für viele ein Traum. Und was es dabei rechtlich, steuerlich und so ganz praktisch zu beachten gibt, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Florida, das ist der Traumstaat in den USA, ganz im Süden gelegen, laufend schönes Wetter. Selbst an Weihnachten kannst du noch in den Swimmingpool springen. Ich habe selbst 3 Jahre in Florida gelebt, in Miami, um genau zu sein, bin dann von dort nach Texas umgezogen, wo ich auch heute noch einen Wohnsitz habe. Was musst du nun beachten, wenn du in Europa lebst und gerne nach Florida auswandern möchtest oder auch dort nur einen Zweitwohnsitz etablieren willst? Darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Fangen wir als erstes mit dem wichtigsten Punkt an und das ist das Thema unbeschränkte Steuerpflicht. Viele machen sich leider erst dazu ganz am Ende ihrer Überlegungen betreffend dem Umzug Gedanken oder auch sogar erst, wenn sie umgezogen sind oder schon dort eine Immobilie gekauft haben in Florida. Ich denke, man muss diesen Punkt zuerst besprechen. Grundsätzlich gilt, völlig unabhängig von deinem Visumsstatus, ob du nun ESTA hast oder ein Visum für die USA hast, wenn du mehr als 120 Tage im Jahr dich in den USA aufhältst, und hier rede ich von einem mehrjährigen Zeitraum, ja, das heißt mehrere Jahre hintereinander, mehr als 120 Tage, dann bist du in den USA unbeschränkt steuerpflichtig. Dies kann möglicherweise gut sein. Das ist etwas, was du möglicherweise willst. Du willst ja vielleicht aus der deutschen, österreichischen oder Schweizer Steuerpflicht heraus. Aber es sollte nicht sein, was dir irgendwo so einfach aus Versehen passiert, ohne dass du es merkst. Denn die Konsequenzen sind doch ganz erheblich. Insbesondere dann, wenn du zum Beispiel in Deutschland noch eine Gesellschaft hast, eine GmbH hast, dann sind so Themen wie die Wegzugsteuer fällig. Und auch wenn du keine GmbH hast, sondern zum Beispiel nur eine GbR oder Einzelfirma, kommt es zur Entstrickung zum Beispiel oder kann es dazu kommen, besser gesagt. Und das sind jetzt mal hier nur die Konsequenzen für Unternehmer. Auch für Nichtunternehmer gibt es hier weitreichende Konsequenzen. Schon alleine das, dass du 2 Steuererklärungen im Jahr dann ausfüllen musst, die können möglicherweise in den USA und in Deutschland dann sehr kompliziert werden. Steuerberater in den USA, die sich mit internationaler Steuer auskennen, sind sehr, sehr teuer. Zum Teil Stundensätze über $1.000. Das heißt also, du musst dir sehr genau bewusst werden, ob du diese unbeschränkte Steuerpflicht in den USA gerne möchtest. Ich meine, wer dort tatsächlich hinzieht, eine Green Card beantragt oder ein ähnliches Visum, der wird ja sowieso aus der Steuerpflicht in Deutschland wechseln, der wird sich dazu Gedanken machen. Aber es kann eben auch passieren, wenn du allein durch deine Anwesenheit mehr als 120 Tage in den USA bist. Das heißt, dazu musst du dir als allererstes Gedanken machen. Wenn du das nicht willst, wenn du nicht in den USA unbeschränkt steuerpflichtig sein willst, sondern dort im Grunde genommen keine Steuererklärung einreichen willst oder möglicherweise nur für dein Haus, was du vielleicht in Florida kaufst und dann während deiner Abwesenheit vermieten möchtest, dann musst du dir ganz klar von vornherein vornehmen, nicht mehr als 120 Tage pro Jahr dich in den USA aufzuhalten. Erfüllst du diese Anforderung nicht, bist du mehr als 120 Tage pro Jahr in den USA, dann wird dort eine Steuererklärung fällig für deine weltweiten Einkünfte. Das heißt noch nicht, dass du dann deine weltweiten Einkünfte dort versteuern musst. Das ist in den Doppelbesteuerungsabkommen geregelt. Aber ganz klar, du musst hier eine umfangreiche Steuererklärung einreichen. Nachdem wir nun dieses Thema grundsätzlich geklärt haben und du dir nun Gedanken machen willst, wie du deinen Aufenthalt in Zukunft in Florida gestalten willst, können wir nun zu den weiteren Punkten kommen. Als erstes möchte ich zunächst mal über das Thema Visum sprechen, US-Visum. Hier stellt sich als erstes die Frage, brauche ich überhaupt ein US-Visum? Wenn du Deutscher, Schweizer oder Österreicher bist, dann kannst du ja mit ESTA, also visumsfrei, in die USA einreisen. Du kannst dich dann üblicherweise für 90 Tage in den USA aufhalten. Ich sage üblicherweise, weil natürlich der Beamte bei der Einreise in den USA auch ein anderes Datum wählen kann, kürzer als 90 Tage, aber normalerweise sind es 90 Tage. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es hier keinerlei Einschränkungen gibt, wie lange du dich pro Jahr in den USA aufhalten darfst. Ja, es ist korrekt,
Jeder Aufenthalt darf nicht länger als 90 Tage sein. Aber du könntest natürlich sagen, du bist 90 Tage in Florida, gehst dann eine Woche zurück nach Deutschland und gehst dann wieder 90 Tage nach Florida, wieder eine Woche zurück und wieder 90 Tage nach Florida. Würde ich dir dazu raten? Natürlich nicht. Aber es ist rein rechtlich möglich. Es spricht nichts dagegen. Natürlich muss man dann rechnen, dass du dann bei der Immigration, also bei der Einreise in Florida möglicherweise sehr detailliert befragt wirst, warum du dich so lange dort aufhältst. Vielleicht hat dann auch der Beamte den Verdacht, dass du hier so irgendwie durch die Hintertür gerne in den USA leben willst. Dann kann er dich, wie gesagt, auch zurückschicken. Und dann hast du das Problem, dass du nie wieder ein ESTA bekommen wirst. Also da muss man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Aber grundsätzlich ist das möglich, wenn auch nicht ratsam. Wichtig aber zu verstehen hier ist, dass die Aufenthaltsdauer mit ESTA nicht 90 Tage im Jahr sind. Es ist also durchaus absolut möglich, dass du sagst, okay, du bist zum Beispiel im Winter und Frühling in Florida, bist dann wiederum im Sommer zu Hause in Deutschland und kommst dann letztlich im späten Jahr, also das heißt Herbst und Winter, wieder nach Florida und bist wieder 90 Tage dort. Also dass du in einem Jahr 180 Tage da bist. Das wäre aus Sicht der ESTA-Vorschriften absolut möglich und legal. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dich hier ein Beamter bei der Einreise aufhalten würde. Allerdings, wie gesagt, dann bist du schon in der Situation, dass du natürlich 180 Tage pro Jahr dann in den USA bist. Das geht also einmalig. Im ersten Jahr kannst du das machen, aber dann in den Folgejahren auf keinen Fall mehr. Ja, du musst dann in den Folgejahren sogar deutlich weniger als 120 Tage in den USA sein, wie ich es gerade eben dann gesagt habe, weil du ja im ersten Jahr über 180 Tage da warst und das Ganze wird über einen Mehrjahreszeitraum hier berechnet. So viel zum Thema ESTA. Wir haben übrigens natürlich viele Mandanten, die jetzt nur das ESTA haben und damit sehr viel Zeit in Florida verbringen. Ich kann mich nur an sehr wenige Beispiele erinnern, wo das jemals zu einem Problem geführt hätte. Tatsächlich kenne ich Mandanten, die das über Jahre so machen und dort viel Zeit in Florida verbringen, auch gegen meinen Rat. Bisher ist dort nichts passiert. Die steuerliche Situation müssen wir jetzt mal ausklammern. Allerdings kann ich mich auch an einen Mandanten erinnern, der ist dort eben in der Region Fort Myers gelandet am Flughafen und war dort vielfach schon zu Besuch und letztlich schon ein bekanntes Gesicht. Und irgendwann hat man ihn dann herausgezogen, die Einreisebeamten. Sie haben ihn zwar dann nicht wieder zurückgeschickt, aber sie haben doch sehr streng ins Gesicht geschaut und ihm gesagt, er müsse sich nun ein Visum besorgen und solle nicht mehr über ESTA dort einreisen. Kommen wir nun also zum Thema Visum. Wenn du nicht planst, in den USA zu leben, dann ist das Besuchervisum B1 eine schöne Möglichkeit, in den USA dich länger als 90 Tage aufzuhalten. Du kannst ja mit dem B1-Visum ein halbes Jahr in den USA bleiben. Auch hier gilt übrigens das Gleiche wie für das ESTA. Hier spricht man nicht von einem halben Jahr pro Kalenderjahr, sondern von einem halben Jahr pro Aufenthalt. Du kannst theoretisch dann eine Woche nach Hause gehen und wieder ein halbes Jahr danach dich in Florida aufhalten. Das ist gesetzlich nicht geregelt. Aber wie gesagt, also man muss davon ausgehen, dass man dann an der Grenze möglicherweise hier befragt wird und dann nicht hereingelassen wird. Also wiederum auch ich würde das nicht machen. Aber wenn du dich jetzt gerne länger in Florida aufhalten würdest als 90 Tage, zum Beispiel weil du da ein Haus hast, dann ist sicherlich das B1-Visum eine sehr gute Wahl. Du musst sehr vorsichtig sein beim B1-Visum, weil die amerikanischen Behörden sind sehr vorsichtig, wenn sie B1-Visa an Reisende abgeben, die ohnehin ein Recht haben, ESTA zu nutzen. Da macht man sich generell erstmal verdächtig damit. Denn die Frage ist ja, warum würdest du B1 nutzen wollen, wenn du ESTA nutzen kannst? Insbesondere dann, wenn ja, wie ich gerade eben gesagt habe, es hier keine maximale Dauer pro Jahr gibt, mit denen du dich in den USA mit ESTA aufhalten kannst, ja. Also du musst da schon sehr genau nachweisen und sehr gute Gründe haben. Ein Haus in Florida kann ein guter Grund sein, warum du jetzt dieses B1-Visum hier gerne beantragen möchtest. Es ist schon vielen Mandanten passiert, dass das B1-Visum abgelehnt wurde. Und du weißt, dass die Konsequenz ist, wenn einmal ein US-Visum abgelehnt wurde, du kannst dann nie wieder für den Rest deines Lebens mit ESTA in den USA einreisen. Das ist also ein echtes Problem. Also das heißt, ich wäre sehr vorsichtig bei der Beantragung eines B1-Visums. Ich würde mich hier gut von einem Anwalt für amerikanisches Einwanderungsrecht hier beraten lassen und nach Möglichkeit von einem Anwalt, der in Europa praktiziert. Meine Meinung ist, dass viele der Einwanderungsanwälte in den USA selbst sehr aufmerksam
Mexikaner und mexikanische Probleme, Ausweisung und so weiter spezialisiert sind und nicht wirklich verstehen, was hier die Anforderungen der Europäer sind. Ich würde immer einen amerikanischen Anwalt fragen, der in Europa praktiziert. Davon gibt es eigentlich recht viele. Du kannst einfach mal online danach schauen. Wir arbeiten auch mit sehr guten Einwanderungsanwälten diesbezüglich zusammen. Also das war mal das Besuchervisum B1. Wenn du nun wirklich in den USA leben möchtest, dann wirst du vielleicht schon verstanden haben, dass es letztlich ein Visum für Privatiers, für Ruheständler oder sowas oder wohlhabende Privatpersonen im Grunde genommen nicht gibt. Du kannst letztlich nur ein US-Visum beantragen, wenn du planst, in den USA zu arbeiten. Entweder weil du dort ein Jobangebot hast oder aber weil du zum Beispiel dort ein Unternehmen gründen möchtest. Oder auch zum Beispiel, weil dich dein Unternehmen in Deutschland oder sonst wo in Europa in die USA schickt für eine Tätigkeit dort. Nur dann bekommst du ein US-Visum. Also so ein Visum, wo du dann hier einfach als wohlhabender Ruheständler dich niederlassen kannst, ist so nicht möglich. Die Green Card kann man auch natürlich bekommen. Hier ist es tatsächlich möglich, eine sogenannte Golden Visa Green Card zu bekommen. Ich spreche von EB5. Das ist allerdings eine sehr teure Maßnahme. Da reden wir von mindestens $1 Million. Und es gibt sehr lange Wartezeiten, denn dieses EB5-Programm ist natürlich sehr stark frequentiert, gerade von Personen, die jetzt kein Recht haben, die anderen Visa-Kategorien zu nutzen. Als Deutscher, Österreicher oder Schweizer kannst du ja E2-Visum zum Beispiel verwenden oder auch E1. Dazu haben ja Personen aus zum Beispiel Indien oder China keinen Zugang. Das heißt also, entsprechend sind die anderen Kategorien dann sehr stark frequentiert hier von Personen aus diesen Ländern, was dann zu ganz enorm langen Wartezeiten von mehreren Jahren und so weiter führt. Während man bei anderen Visa E2, E1, L1 im Grunde sagen kann, nach einem halben Jahr kann man hier dieses Visum haben. Also ich gehe kurz mal diese 3 Kategorien durch. Wie gesagt, also sie setzen alle voraus, dass du hier unternehmerisch oder eben angestellt in den USA bist. L1-Visum, ein recht einfaches Visum. Wenn du für deinen deutschen Arbeitgeber mindestens 1 Jahr arbeitest, das gleiche gilt natürlich auch für Schweizer und österreichische Arbeitgeber, und dann dieser Arbeitgeber dich in die USA schicken möchte, weil du hier eine Führungskraft bist oder ein Experte bist auf einem bestimmten Gebiet, dann kann sie dich dahin schicken. Du kannst maximal 7 Jahre mit dem Visum in den USA bleiben, kannst dieses Visum auch in eine Green Card umwandeln. Das Gleiche geht natürlich auch bei deinem eigenen Unternehmen. Wenn du ein eigenes Unternehmen hast, das darf jetzt nicht nur eine Freiberuflerunternehmung oder eine Ein-Mann-Bude sein, sage ich jetzt mal, so ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern, was auch, sage ich mal, einen hohen 6-stelligen Betrag Umsatz macht, dann kannst du dich auch selbst in die USA schicken als Geschäftsführer, um dort zum Beispiel ein Office zu eröffnen. Das würde auch gehen. Das E2-Visum ist ein sogenanntes Investorenvisum. Wenn du also vorhast, in den USA ein Unternehmen zu kaufen oder dort eines zu gründen, kannst du dieses Visum bekommen. Recht einfach auch für Deutsche, Schweizer, Österreicher. Der Mindestbetrag, den du in den USA investieren musst, ist nicht vorgeschrieben. Ich würde sagen, 150 bis 150.000 muss man schon rechnen. Die Branche ist im Grunde genommen ganz egal. Auch ein Visum, was recht einfach zu bekommen ist, ist das E1-Visum. Das ist das sogenannte Treaty Trader Visum. Wenn du heute bereits eine Unternehmung besitzt in Deutschland oder Österreich oder Schweiz und dieses Unternehmen macht heute bereits Umsatz in den USA und die USA sind für dich der wichtigste ausländische Absatzmarkt, das ist eine wichtige Klausel, dann kannst du das E1-Visum bekommen, weil du eben so viel Business mit den USA machst. Auch dieses Visum recht einfach zu bekommen, wenn du aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bist und die Anforderungen erfüllst. Also wenn ich recht einfach meine, dann meine ich einfach, das ist nicht wirklich ein Roulette-Spiel. Du wirst dieses Visum bekommen, wenn du die Anforderungen erfüllst. Punkt. Also du musst da nicht sitzen und bangen. Ja, du wirst das Visum bekommen. Es ist trotzdem kompliziert. Es ist trotzdem mit viel Aufwand verbunden. Der Anwalt, der es beantragt für dich, wird trotzdem viel Geld kosten. Also einfach tatsächlich sind diese Visa nie zu bekommen, aber absolut machbar. Also ich würde mal sagen, rechne ein halbes Jahr, bis du das Visum hast. Kosten würde ich so sagen ungefähr zwischen 10.000 und 15.000 Euro je Visum inklusive dem Anwalt, den Anwaltsgebühren und natürlich auch den Visagebühren, die man da bezahlen muss. Möglicherweise Premium Processing, dass dann der Antrag sehr rasch bearbeitet wird. Grundsätzlich bei allen diesen Visa können deine Kinder unter 21 und natürlich auch Ehepartner mit in die USA
kommen. Ich möchte jetzt hier nicht zum Thema Green Card sprechen. Das Thema Green Card ist relativ kompliziert. Das ist natürlich auch möglich, aber dann deutlich schwieriger als diese Visa, muss man sagen. Also hängt die Latte deutlich höher, ja, damit du hier eine Green Card bekommst. Aber natürlich, wenn du Nobelpreisträger bist oder eine bekannte Persönlichkeit aus Sport, Wirtschaft oder den Künsten, dann wirst du möglicherweise sofort eine Green Card bekommen. Für alle anderen ist es eher schwierig, würde ich sagen. So viel zum Thema Visum. Ich möchte ja nochmal sagen, es gibt jetzt einige Visa-Kategorien, die ich nicht angesprochen habe. Visa mal für normale Angestellte oder auch Visa für Studenten und so. Da gibt es natürlich einiges, ja, was hier machbar ist. Aber um jetzt Zeit zu sparen, habe ich jetzt erstmal nur diese Visa genannt. Die kannst du letztlich selbst kontrollieren. Die hast du selbst in der Hand. Die kannst du selbst beantragen. Alles andere braucht dann wieder Dritte und so in den USA. Das ist dann außerhalb des Scopes für dieses Video. Wenn du jetzt das Thema Visum hier geklärt hast und du kannst nun letztlich in den USA leben oder du hast dich entschieden, dort nur einen Zweitwohnsitz letztlich in Florida zu etablieren, dann gibt es natürlich hier einige steuerliche Fragen. Fangen wir mal an mit denen, die jetzt in die USA tatsächlich umziehen wollen, die in Florida Vollzeit leben möchten. Das heißt also, die ihren Wohnsitz in Europa aufgeben möchten. Wenn du in Deutschland wohnst, musst du dann einige Dinge beachten. Ich habe ja schon vorhin von der Wegzugsteuer gesprochen. Das Gleiche gilt übrigens auch in Österreich. Also das heißt, wenn du an einem Unternehmen beteiligt bist im In- oder Ausland, dann wird beim Wegzug in die USA die Wegzugsteuer fällig. Das kann ziemlich schnell sehr, sehr teuer werden. Hier gibt es Möglichkeiten, gegebenenfalls der Stundung, wenn es sich nur um einen temporären Wegzug handelt. Also das ist etwas, was man sich sehr genau anschauen muss. Wir haben dazu auch schon etliche Videos gemacht. Ich würde dir raten, dass du zu diesem Thema mal in unserem Kanal hier suchst nach Wegzugsteuer. Da sind viele Prinzipien erklärt. Die Wegzugsteuer ist letztlich eine Variante der Einkommensteuer. Das heißt, auch wenn dein Betrieb in Deutschland, in Österreich bleibt, ist diese trotzdem fällig, allein aufgrund der Tatsache, dass du hier, wie gesagt, beteiligt bist. Auch wenn du selbstständig bist, gibt es, wie gesagt, das Problem der sogenannten Entstrickung. Das heißt also, wenn hier der Betrieb ins Ausland mit dir abwandert oder du den Betrieb schließt, dann werden hier letztlich Steuern fällig. Wie gesagt, auch das gilt in Österreich und natürlich auch in Deutschland. Für Nichtunternehmer, also jetzt zum Beispiel Ruheständler oder aber wenn du nicht an einem Unternehmen beteiligt bist, musst du auch einige Dinge beachten beim Wegzug in die USA, die wichtig sind. Also ganz wichtiger Tipp, deine Immobilie. Wenn du eine Immobilie in Deutschland besitzt und die ist für mehr als 10 Jahre in deinem Besitz, dann bist du ja außerhalb der Spekulationsfrist und kannst diese Immobilie in Deutschland steuerfrei verkaufen. Ganz, ganz wichtig, dieser Verkauf muss unbedingt stattfinden, bevor du in die USA umziehst. Ansonsten musst du den gesamten Veräußerungserlös in den USA versteuern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also verkaufe unbedingt die Immobilie, bevor du aus Deutschland wegziehst, oder ansonsten würde ich sie an deiner Stelle behalten, außer du musst aus irgendeinem Grund verkaufen. Aber dann stelle ich darauf ein, dass du den Gewinn in den USA versteuern musst. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Krypto. Wenn du in Krypto investiert bist in Deutschland, dann gibt es ja eine Spekulationsfrist von 1 Jahr. Verkaufst du dein Krypto danach, ist es in Deutschland steuerfrei. Lebst du aber dann bereits in den USA, dann wirst du es dort versteuern müssen mit Capital Gains Tax, also mit Kapitalertragssteuer. Ganz wichtiger Punkt. Also auch hier genau darauf aufpassen, dass du deine Kryptos verkaufst, bevor du in die USA auswanderst. Oder aber ansonsten dich darauf einstellst, dass du darauf Steuern bezahlen musst. Aber auch das Thema Erbschaftssteuer ist sehr wichtig, dass man das letztlich hier auf dem Radar hat. Die USA sind ja bekannt, dass sie hier sehr großzügige Freibeträge beim Thema Erbschaftssteuer haben. Wir sprechen hier von vielen Millionen, ja, die man hier letztlich erbschaftssteuerfrei vererben kann. Das ist ja letztlich in Deutschland, wäre das ein Traum, wenn das ginge. Das heißt, in den USA werden eigentlich nur die allerhöchsten Vermögen fallen überhaupt unter die Erbschaftssteuer. Du kannst aber von diesen Freibeträgen nicht profitieren in den ersten 10 Jahren, wenn du letztlich Deutschland verlassen hast. Ja. Das heißt also, wenn du in die USA umziehst und dann erbst du in Deutschland irgendwas, ich rede jetzt nicht mal von Immobilien, das kann auch Bargeld oder irgendwas anderes sein, dann bist du dafür eben in Deutschland weiter erbschaftssteuerpflichtig und nicht in den USA. In den USA wärst es ähnlich, wahrscheinlich wegen den Freibeträgen. Oder beim Thema Erbschaftssteuer sind auch andere Dinge zu beachten. Also mal angenommen, du lebst mal irgendwann viele Jahre in den USA und dann wirst du vielleicht das Zeitliche segnen und vererbst dann deinen Kindern US-Immobilien, US-Vermögen, Bargeld,
Depots und so weiter und so fort, dann wird da in den USA keine Erbschaftssteuer anfallen, aber in Deutschland dann schon. Ja, das heißt, auch auf das in den USA vererbte Vermögen müssen dann in Deutschland deine Erben die Erbschaftssteuer bezahlen. Also auch hier sehr wichtig, dass du planst mit einem qualifizierten Steueranwalt oder Steuerberater, der sich mit diesem Thema auskennt, damit du hier langfristig vorbeugen kannst. Vielleicht macht es unter Umständen schon Sinn, schon vor deinem Wegzug in die USA bestimmtes Vermögen zu verschenken oder sowas an deine Familie, wenn das in deinem Sinne ist. Aber jedenfalls, man muss hier ein Konzept haben und sollte dann nicht so blind links hineinrennen. Lebst du in den USA, dann bist du im Grunde in deinem Herkunftsland noch weiterhin beschränkt steuerpflichtig. Das heißt, hast du zum Beispiel Immobilien in Deutschland oder Österreich und da hast du Mieteinnahmen, dann musst du diese Mieteinnahmen weiterhin in Deutschland und Österreich versteuern. Es gibt dann Doppelsteuerungsabkommen, die dann regeln, was genau wo zu versteuern ist. Ja? Also Mieteinnahmen in Deutschland beziehungsweise in Österreich. Du musst dir natürlich trotzdem dann auf der amerikanischen Steuererklärung dann nennen. Beim Thema Renten zum Beispiel auch sehr interessant. Hier stellen aus deutscher Sicht die USA vielfach einen Sonderfall dar. Das heißt also, sämtliche Renten, die du aus Deutschland bekommst, inklusive der staatlichen Rente, sind in den USA zu versteuern, nicht in Deutschland. Meistens ist es ja so, wenn du ins Ausland gehst, dass Renten, zumindest die staatlichen Renten, weiter in Deutschland zu versteuern sind. Das ist beim Umzug in die USA nicht der Fall. Hier musst du dann in den USA auch auf die deutsche Rentesteuer bezahlen. Das heißt, die Rente wird dir letztlich dann brutto ausbezahlt und du musst dann in einer amerikanischen Steuererklärung die Rente dann versteuern. Grundsätzlich sind die Steuersätze in den USA niedriger als in Deutschland. Man kann natürlich hier auf keinen Fall von einem Niedrigsteuerland sprechen. Ich möchte nun dir mal hier die Steuersätze in den USA kurz zeigen. Hier sehen wir nun die sogenannten Tax Brackets. Das heißt also, hier sind die verschiedenen Status hier letztlich aufgeführt. Bist du Single, bist du verheiratet und veranlagst gemeinsam oder veranlagst getrennt? Oder das sind in der Regel hier alleinerziehende Eltern, wo es also nur einen Erwachsenen in dem Haushalt gibt. Hier fängt es bei 10% an. Also das heißt, die ersten $11.000 werden mit 10% besteuert. Dann zwischen 12 und 44.000 sind es 12. Dann zwischen 44 und 95 sind es 22. Zwischen 95 und 182 sind es 24. Du kannst schon sehen, die Steuersätze sind sehr viel günstiger in den USA. Mal angenommen, du würdest jetzt eben 100.000 verdienen in den USA, dann würdest du hier so stufenweise dann letztlich Einkommensteuer dann in den USA bezahlen müssen. Ja, das heißt, du wirst dann umgerechnet, selbst wenn ein Einkommen von 100.000 irgendwo bei 18% oder so liegen oder noch weniger, weil ja die ersten Stufen sehr viel geringer besteuert sind. Das ist übrigens hier nur die Bundessteuer. Es gibt dann in den einzelnen Bundesstaaten auch noch Steuern, die zu bezahlen sind, Einkommensteuern. Aber die gute Nachricht ist, in Florida gibt es das nicht. Das heißt, in Florida zahlst du nur diese Steuern, die du jetzt hier siehst, auf deine Einkünfte. Bist du dort beschäftigt, dann kommen hierzu noch Sozialabgaben dazu. Bist du nicht beschäftigt und hast du zum Beispiel Einkommen aus einer deutschen Rente und so weiter, dann würdest du nur diese Steuern hier bezahlen, die du hier siehst. Es gibt dann auch noch Freibeträge, die sind ungefähr so hoch wie in Deutschland, vielleicht ein bisschen niedriger. Ja, ich mache jetzt gleich mal hier eine beispielhafte Steuerberechnung. Hier gibt es viele solcher Webseiten, wo du eben hier die Steuerbelastung berechnen kannst. Hier sind wir jetzt für Florida. Wir machen jetzt mal einfach hier einen Angestellten. Sagen wir mal, du bekommst monatlich deine Zahlung. Du verdienst pro Jahr, sage ich jetzt mal hier, 80.000. Dann können wir jetzt schon sehen, was du hier eigentlich in Florida für Steuern bezahlen würdest. Hier, du verdienst im Monat dann also 6.666 brutto. Davon zahlst du 1.200 an Steuern und Abgaben. Das sind also hier mal die Steuer im Bund. Und dann ist die staatliche Rente. Und das ist dann auch noch hier die Krankenvorsorge im Alter. Insgesamt ist dann dein Netto $5.369. Das ist doch, wenn du das mal vergleichst, hier $1.300 Abzüge bei einem Bruttogehalt von 6.666 relativ moderat im Vergleich jetzt zu
Deutschland zum Beispiel. Wenn du jetzt sowieso im Ausland Rente bekommst und die in den USA versteuerst, dann wird dir ja diese Position, ja die Sozialabgaben, nicht mehr abgezogen, sondern dann wird dir letztlich nur die Bundessteuer abgezogen. Denn wie gesagt, in Florida selbst gibt es ja keine bundesstaatliche Einkommensteuer. Hier muss man aber noch mal ganz klar sagen, wenn gesagt wird, dass es in Florida keine Einkommensteuer gibt, dann ist damit nicht gemeint, dass man in Florida überhaupt keine Steuern bezahlt, sondern dann ist damit lediglich gemeint, dass man in Florida keine bundesstaatliche Einkommensteuer bezahlt. Steuern im Bund, ja, also bei der IRS musst du dennoch bezahlen. Die Höhe habe ich jetzt ja gerade mal eben hier verdeutlicht. Bevor wir uns jetzt vom Thema Steuern hier wegbewegen, will ich noch eine kurze Sache zu Kapitalerträgen sagen. Hier ist es generell so, dass man kurzfristige Kapitalerträge, also zum Beispiel, wenn du jetzt Aktien kaufst und du die innerhalb von einem Jahr wieder verkaufst und hast einen Veräußerungserlös, mit der Einkommensteuer versteuern muss, hält man diese aber länger als ein Jahr, und das gilt zum Beispiel auch für Dividenden von Aktien, die man länger als ein Jahr hält, dann zahlt man hier nur entweder 0 oder maximal 20% Steuern. Die meisten zahlen 15%. Es richtet sich eben nach dem Gesamteinkommen. Ja, das heißt, die allermeisten zahlen 15%, manche zahlen weniger und manche zahlen eben maximal 20%. Aber das ist der maximale Satz. Vergleichst du es jetzt zum Beispiel in Deutschland mit der Abgeltungssteuer, die ist ja plus Soli bei ungefähr 28%. Ist das natürlich schon so ungefähr um ein Drittel dann günstiger. Also das heißt, man kann so grundsätzlich sagen, die Steuern sind günstiger in den USA. Nicht immer, nicht überall und jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig viel günstiger immer, aber schon günstiger natürlich als in Deutschland oder natürlich auch in Österreich. Günstiger als in der Schweiz normalerweise eigentlich nicht. Gut, damit wollen wir uns wegbewegen vom Thema Steuern. Es gibt ja noch einige andere Dinge hier zu besprechen, wenn man über das Thema Florida und Umzug nach Florida sprechen möchte. Du bist von den amerikanischen Steuern nur dann betroffen, wenn du erstens in Florida unbeschränkt steuerpflichtig bist. Das heißt, dich dort zum Beispiel mehr als 120 Tage aufhältst oder aber natürlich Einkünfte hast, die in den USA zu versteuern sind. Also Mieteinnahmen werden hier nicht anders besteuert. Es gibt natürlich dann auch hier bei Immobilien Abschreibung und so. Aber grundsätzlich die Steuersätze auf das zu versteuernde Einkommen sind dann die gleichen. Nur, dass du eben, wenn du einen Zweitwohnsitz in Florida hast und dort nicht mehr als 120 Tage im Jahr bist, nur auf deine amerikanischen Einkünfte diese Steuern bezahlen musst, nicht aber auf deine weltweiten Einkünfte. Also wenn die Grundsätze zum Umzug nach Florida in puncto Visum und auch Steuern nun geklärt sind, können wir uns den erfreulicheren Dingen widmen. Schauen wir uns doch mal das Thema Hauskauf an oder eben Mieten in Florida. Wie du vielleicht festgestellt hast, sind die Immobilienpreise in den USA in den letzten Jahren ganz enorm gestiegen. Seitdem es zu den Zinserhöhungen gekommen ist, ist der Markt relativ ausgetrocknet, denn niemand will verkaufen. Woran liegt das? Nun, wenn du in den USA eine Finanzierung bekommst für eine Immobilie, dann wird hier der Zinssatz letztlich für 30 Jahre festgeschrieben. Wer also dort vor den Zinserhöhungen letztlich eine Immobilienfinanzierung bekommen hat, der zahlt jetzt bis zum Ende der Laufzeit von 30 Jahren 2% oder so. Wer allerdings jetzt eine Finanzierung für eine Immobilie bekommen würde, der müsste 6, 7 oder 8% hier für 30 Jahre bezahlen. Das ist natürlich ein ganz krasser Unterschied. Deswegen sind also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier Frühling 2024 nicht viele Objekte letztlich auf dem Markt. Nicht viele Amerikaner wollen verkaufen, denn jeder, der verkauft, muss ja auch wieder irgendwo kaufen, denn er muss ja letztlich eine neue Immobilie haben, wo er dann wohnen kann. Es verkaufen also nur die wirklich verkaufen müssen, und das sind nicht besonders viele. Wir werden davon ausgehen, dass die Zinsen irgendwann wieder sinken und dann wird es einen richtigen Boom geben, was den Verkauf betrifft. In Florida natürlich kannst du sagen, werden auch sehr viele neue Häuser gebaut. Das heißt, du bist hier nicht nur vom Verkäufer abhängig, aber du musst natürlich auch hier gut die Zinsen im Auge behalten, gerade dann, wenn du eine Finanzierung in den USA dir besorgen willst. Es gibt viele Mandanten, die brauchen keine Finanzierung, die haben Vermögen und die haben ein Haus in Deutschland verkauft und können somit ein Haus dann kaufen in Florida. Aber wenn du auf eine Finanzierung angewiesen bist, dann würde ich diesen Punkt hier sehr genau beobachten. Da natürlich dann die erste Frage, können Ausländer überhaupt eine Finanzierung bekommen? Grundsätzlich absolut ja, denn es ist ja immer letztlich die Immobilie als Sicherheit hier bei der Finanzierung hinterlegt. Es ist dann wahrscheinlich notwendig als Ausländer, dass die Anzahlung etwas höher ist. Man ist
ist ja gewöhnt in den USA, dass letztlich dort die Anzahlungen nur 5% sind, zum Teil auch 0%. Das geht als Ausländer sicherlich nicht. Du solltest dort schon damit rechnen, dass du 20 bis 30% anzahlen musst. Aber dann sollte die Finanzierung eigentlich normalerweise funktionieren. Es gibt hier natürlich auch Spezialanbieter, die dann solche Finanzierungen machen. Grundsätzlich muss man immer davon ausgehen, dass die Zinssätze natürlich bei solchen Spezialfinanzierern immer höher sind, als wenn du die bei einem großen Hypothekenfinanzierer hier letztlich abschließt. Es gibt hier viele Anbieter im Internet. Ich habe einfach mal hier jetzt einen Anbieter gefunden, dessen Webseite aufgemacht. Ich kann diesen nicht empfehlen. Ich habe ihn einfach in Google gefunden. Du siehst hier, da wird davon gesprochen, dass Loan to Value muss höher sein. Das heißt, du kannst also maximal 75% hier finanzieren. Aber wie gesagt, das Beste ist, sich damit zu befassen, wenn du dann tatsächlich konkret eine Immobilie kaufen willst. Grundsätzlich, wie gesagt, ist es möglich, aber du musst eben die Anforderungen erfüllen. Die andere Alternative ist natürlich dann zu mieten. Auch hier gibt es natürlich ein großes Angebot in Florida. Ich zeige dir mal hier eben ein Angebot aus Miami, aus einem Vorort in Miami. Das ist jetzt hier keine Premium-Gegend, ja, aber also eine durchaus attraktive Gegend. Du kannst hier sehen, Miami ist also hier oben. Hier ist also Downtown Miami, ja. Und dann, wir sind jetzt hier weiter südlich, einfach an der Küste entlang. Da kommt dann Coral Gables, Pinecrest und dann kommt hier dieser Stadtteil Palmetto Bay. Da kannst du sehen, was so die Immobilien kosten. Palmetto Bay sind hauptsächlich jetzt Einfamilienhäuser, jetzt nicht irgendwelche Kondos. Die Preise auch hier natürlich bei den Mieten sind in den letzten Jahren ziemlich gestiegen, ganz klar. Hier kannst du sehen, eine absolute Luxusimmobilie, 35.000 im Monat, aber auch hier nur ein 4-Bedroom-Haus sind in dem Stadtteil 7.200 im Monat. Gehen wir mal ein bisschen weiter hoch hier. Schauen wir mal dieses Jahr an, 5.900. Ja. Also nun wirklich hier, würde man sagen, keine Luxusvilla, ja. Pool haben die natürlich alle, die Häuser. Aber auch hier sind wir schon bei $5.900 im Monat. Das heißt ungefähr 6.500 Euro. Also das sind natürlich schon stolze Preise. Das ist ganz klar. Das muss man wissen. Das Preisniveau generell in den USA ist natürlich in den letzten Jahren nicht nur bei Immobilien, auch für Lebenshaltungskosten grundsätzlich nach oben gegangen. Nun, nicht jeder will in Miami leben, ist ja ganz klar. Sicherlich sind zum Teil andere Teile von Florida günstiger. Das ist eben etwas, was du dir genau anschauen musst, wo du dann in Florida genau sein willst. Grundsätzlich, wie gesagt, Florida ist ja ein ziemlich großer Bundesstaat. Das heißt, hier wird es in anderen Gegenden natürlich auch ganz klar dann sehr viel günstigere Preise geben, die vielleicht nur die Hälfte dessen sind, was wir jetzt gerade eben in diesem Vorort von Miami gesehen haben. Wenn du die Küste weiter hochgehst, wirst du sicherlich auch, sage ich mal, Preise für $3.000 im Monat oder weniger finden, ganz klar. Und das hängt natürlich immer stark von der Ausstattung ab. Ja. Aber ich will grundsätzlich dir einfach nur hier dich sensibel machen für die Preisentwicklung, die doch in den letzten Jahren hier sich stark beschleunigt hat, die Preise nach oben gegangen. Und das muss man einfach wissen. Es ist nicht immer einfach als Ausländer in Florida was zu mieten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Immobilienmakler, die auf Ausländer spezialisiert sind, sich mit Ausländern auskennen. Das heißt, du musst dir natürlich in der Regel deine Kreditwürdigkeit nachweisen, was immer schwierig ist, wenn du keinen Credit Score hast. Das heißt also, du kannst hier zum Beispiel damit rechnen, dass du ein höheres Deposit bezahlen musst, eine höhere Kaution. Wir hatten auch schon Fälle, jetzt nicht in Florida, aber in Los Angeles, wo eine Mandantin 2 Jahre Miete im Voraus bezahlen musste. Wenn der Andrang einfach so groß ist auf die Immobilien, dann sagt sich natürlich der Vermieter, was soll ich mit irgendwelchen Ausländern rumschlagen, wo ich überhaupt keine Sicherheiten habe, die hauen dann einfach mal irgendwann ab, steigen aus dem Mietvertrag aus. Ich will da eben also mehr Sicherheiten haben als bei Inländern. Es ist leider so, damit muss man rechnen. Und damit komme ich schon zum nächsten Thema. Hier geht es um den Credit Score und den Credit Score aufzubauen, bevor du in die USA umziehst. Du weißt vielleicht, dass dieser Credit Score in den USA enorm wichtig ist. Sei es jetzt beim Mieten einer Wohnung oder auch wenn es darum geht, ein Auto zu kaufen. Der Credit Score ist extrem wichtig. Im Übrigen auch bei viel kleineren Anschaffungen, wie zum Beispiel einem Handy und einem Handyvertrag, ist ein guter Credit Score wichtig. Auch schon, wenn du hier deinen Stromanschluss dir letztlich bestellst. Wenn du
du keinen guten Credit Score hast oder gar keinen Credit Score hast, dann musst du oftmals hier eine Anzahlung leisten und eine Kaution hinterlegen, wenn du zum Beispiel einfach nur ganz normal hier den Stromanschluss auf dich hier ummeldest vom Vormieter oder vom Vorbesitzer. Hier kannst du mal eine Übersicht zum amerikanischen Credit Score sehen. Maximal ist der FICO-Score 250 bis 900 Punkte. Die meisten Amerikaner haben einen Score, der ist gut, das heißt 670 bis sehr gut. Also das heißt 670 bis 799 ist so die normale Range. Es gibt natürlich dann auch welche, die haben einen sehr guten. Es gibt natürlich sehr viele, die haben einen schlechteren. Wichtig ist, dass du einen hast. Ein schlechter Credit Score ist besser als gar keiner, ist die Aussage. Und du bekommst diesen Credit Score, sobald du eben eine ITIN hast oder eine Social Security Nummer und dann eben zum Beispiel Kreditkarten hast, die du verantwortungsvoll verwendest. Das ist der schnellste Weg, deinen Credit Score aufzubauen. Die gute Nachricht ist, dass du das auch schon in Europa machen kannst. Wir hatten dazu auch vor kurzem mal ein Webinar. Wenn du da mal hier auf unserem Kanal suchst nach US Credit Score, da erklären wir, wie das Ganze funktioniert. Wir arbeiten da mit einem Dienstleister zusammen. Der Chris Gursky, kann ich sehr empfehlen. Da kannst du dann schon von Europa aus deinen Credit Score in den USA aufbauen. Das heißt, man beschafft dir eine ITIN, eine amerikanische Steuernummer, und du kannst dann letztlich hier dir Kreditkarten beschaffen, sobald du diese ITIN hast, und damit deinen Score aufbauen. Das heißt, wenn du dann eigentlich in den USA ankommst, um dort zu leben oder eben deinen Zweitwohnsitz zu nutzen, dann hast du schon einen Credit Score. Das kann ein enormer Vorteil sein. Ich hatte ja gerade eben erläutert, was die Folgen eines guten Credit Scores sind, allein schon bei der Finanzierung eines Hauses oder aber eben bei der Wohnungssuche, wenn du jetzt etwas mieten möchtest. Das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn du einen Credit Score hast, wird deine Finanzierung um einiges günstiger sein. Oder du hast möglicherweise einen deutlich größeren Zugang zum Mietmarkt, weil viel mehr Vermieter im Grunde mit dir arbeiten. Wenn du keinen Credit Score hast, wie gesagt, dann gibt es zwar natürlich auf Ausländer spezialisierte Anbieter, aber die sind in der Regel teurer, und natürlich, du hast nicht so ein großes Angebot. Mit Credit Score wird alles einfacher. Wenn du einen Credit Score in den USA hast, läufst du dort beim Autohändler auf dem Parkplatz und verlässt letztlich diesen Parkplatz 2 Stunden später wieder mit einem brandneuen Fahrzeug, wenn du das gerne möchtest. Das kannst du ohne Credit Score komplett vergessen. Wenn du ohne Credit Score in den USA ankommst, das ist natürlich absolut möglich. Ich habe es genauso gemacht. Ich bin dort ohne Credit Score angekommen. Aber es ist viel besser, wenn du einen Credit Score schon hast. Das heißt, ich würde mir gut überlegen, ob es nicht Sinn macht, das im Vorfeld aufzubauen. Das braucht einige Zeit. Man muss sagen, 1 bis 2 Jahre muss man damit rechnen. Also das ist jetzt keine schnelle Sache, aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn das Leben in den USA ist erheblich einfacher, wenn du einen Credit Score hast. Das heißt, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal genau anzuschauen. Über Auto haben wir jetzt schon kurz gesprochen. Ich wollte generell zum Thema Transport jetzt was sagen, wie man sich fortbewegt in Florida. Also ganz klar, du brauchst auf jeden Fall ein Auto. Ich hatte gerade eben schon gesagt, für die Finanzierung eines Autos brauchst du einen Credit Score. Das heißt, wenn du keinen Credit Score hast, natürlich wird es dort Möglichkeiten geben, die auch illegale Einwanderer nutzen, dann Autos zu finanzieren, aber du bist sehr beschränkt in deinen Möglichkeiten. Du kannst natürlich ein Auto dann in Bar kaufen, Bar bezahlen, ganz klar, das ist möglich. Aber mit Credit Score kannst du dir einfach ganz normal ein Auto dann auf Pump kaufen mit einer Finanzierung. Und das ist natürlich das Verkehrsmittel, was du unbedingt in Florida brauchst. Florida ist ja ein, sage ich mal, recht schmaler Staat und recht langer Staat. Also die Süd-Nord-Ausdehnung ist ungefähr so groß wie von Süddeutschland nach Norddeutschland. Aber natürlich, da Florida so schmal ist, ist die Gesamtfläche viel kleiner als in Deutschland. Aber ich will damit sagen, es sind zum Teil schon lange Distanzen zurückzulegen in Florida, generell in den USA. Das heißt, du brauchst da auf jeden Fall ein Auto. Es gibt in Florida eins der wenigen und auch kommerziell erfolgreichen Zugprojekte in den USA. Das ist eine private Zuglinie von Miami nach Orlando, sogenannte Brightline. Der Zug ist dort 3,5 Stunden unterwegs. Das ist so eine Art ICE, also Hochgeschwindigkeitszug. Sehr interessant und auch sehr komfortabel. Ansonsten sind Züge in den USA durchaus möglich, entgegen vieler anderer Meinungen. Aber man muss es im Grunde eher als Abenteuer sehen, denn vielfach brauchen Züge einfach tatsächlich Tage für manche Strecken. Sicherlich, da gibt es dann Schlafwagen und so weiter. Und als Abenteuer ist das ganz interessant, aber für den Personenverkehr vielfach nicht geeignet. Wie gesagt, diese Brightline in Florida ist eine interessante Ausnahme. Ansonsten
gibt's da nicht viel mit öffentlichem Verkehr und auch öffentlichem Nahverkehr nicht. Zwar gibt's in den großen Städten, auch in Miami und so weiter, Busse und so, das gibt's auch in anderen Städten, aber vielfach werden tatsächlich diese Busse nur von den Personen genutzt, die sich kein Auto leisten können. Das heißt also, wer kann, fährt natürlich ganz klar Auto. Das ist unheimlich wichtig dort. Natürlich Klimaanlage ist sowieso in jedem Auto drin, das brauchst du unbedingt in Florida. Ein kleiner Tipp, das erste Auto, das ich mir gekauft habe in Florida, war ein Cabrio. Niemand, der Florida kennt, kauft sich ein Cabrio. Das machen nur Leute letztlich, die unerfahren sind und gerne Sonnenbrand auf dem Kopf haben. Da würde ich mir gut überlegen, bevor du dir ein Cabrio kaufst. Ich habe es dennoch genossen, muss ich sagen, Cabrio zu fahren, gerade wenn es dann milder war. Ja, aber eben im Sommer ist es eben unerträglich. Den deutschen Führerschein übrigens kannst du eintauschen, einfach gegen einen amerikanischen Führerschein. Da musst du keine Fahrprüfung machen. Ganz interessant. Also das heißt, da gibt es ein entsprechendes Abkommen zwischen Deutschland und Florida. Es ist in allen Bundesstaaten eben separat geregelt, wie es mit dem Führerschein läuft. In Florida funktioniert das. Du kannst mit dem deutschen Führerschein noch einige Wochen fahren in Florida, musst dir aber dann den Führerschein aus Florida besorgen. In den USA gibt es in jedem Bundesstaat eine Abteilung für Motor Vehicles, sogenannte DMV. Das heißt, die haben letztlich in jedem Ort eine oder mehrere Büros. Dort kannst du hingehen, den Führerschein besorgen, auch wenn du jetzt Fahrprüfungen zum Beispiel machen musst, wenn deine Kinder zum Beispiel Fahrprüfungen machen müssen, werden die das dort machen. Fahrprüfungen in den USA extrem einfach, brauchst keine Fahrstunden wie in Deutschland, gehst da kurz hin, machst den Führerschein, also es ist eine sehr einfache Sache generell in den USA. Ja, aber wie gesagt, als Deutscher brauchst du nicht machen, kannst du einfach den Führerschein eintauschen. Geh zu deinem DMV, frag nach, was sie brauchen oder schau auf der Webseite nach am besten. Und dann kannst du das machen, nachdem du in Florida dann angekommen bist. Wie gesagt, der deutsche Führerschein ist dann weg. Die ziehen den ein und du hast dann eben nur noch deinen Führerschein aus Florida. So, nachdem wir jetzt das wichtige Thema Führerschein besprochen hatten, wollte ich nochmal grundsätzlich auf das Thema Banking zurückkommen, also Bankkonten. Du wirst vielleicht schon wissen, dass es in Amerika die üblichen großen Banken gibt, nämlich Bank of America, Chase oder auch US Bank oder Citi. Diese sind natürlich auch überall in Florida recht viel und umfangreich vertreten. Dann gibt es aber auch ganz klassisch in Amerika sehr viele kleine lokale Banken, in etwa so vielleicht wie in Deutschland die Sparkassen und Volksbanken. Auch dort kannst du natürlich Konten eröffnen, wenn du in den USA wohnst. Wichtig hier, das Ganze funktioniert erst, wenn du deine SSN hast, auch wenn du eine ITIN schon hast aus deiner Zeit, als du noch in Deutschland gewohnt hast, beziehungsweise wenn du sowieso nur teilweise in Florida wohnst, kannst du damit natürlich auch dann ein Konto eröffnen. Es ist ein bisschen archaisch in den USA, das Banking-System, muss man sagen. Also zum Teil wird dort immer noch viel mit Schecks bezahlt. Das ist sicherlich gewöhnungsbedürftig. Dann gibt es auch keine Fremdwährungskonten. Also du wirst nur Konten in US-Dollar haben. Es wird viel noch in den Filialen gemacht, während man ja hier in Europa letztlich gar nicht mehr groß in die Filiale vielfach geht. Das sind also alles Dinge, wo man sich vielleicht ein bisschen umgewöhnen muss. Es gibt auch so seltsame Dinge wie zum Beispiel Drive-Thru-Banking, wo du dann mit dem Auto an die Bankfiliale dranfahren kannst. Das kann möglicherweise ganz angenehm sein, aber eben, wie gesagt, ist vielleicht für dich auch nicht so wichtig. Wenn du Überweisungen ins Ausland machst, musst du wissen, dass es sehr hohe Überweisungsgebühren gibt. Zwar ist die Überweisungsgebühr an sich vielleicht nicht so hoch, aber eben durch den Umrechnungskurs gehen doch mindestens 3-4% immer verloren. Also ein recht hoher Betrag. Ich würde dir raten, hier einen Service wie zum Beispiel TransferWise oder etwas Ähnliches zu verwenden, damit du hier die Kosten so weit wie möglich reduzieren kannst. Die Nutzung von Kreditkarten in den USA ist natürlich sehr weit verbreitet, wie du vielleicht schon weißt, viel weiter noch als in Europa. Es ist ganz normal, dass jemand 5, 6, 7, 8 Kreditkarten hat. Die sind alle natürlich nie wirklich ausgereizt, denn das würde deinen Credit natürlich sehr beschädigen. Es ist gut, absurderweise, dass du viele Karten hast. Das heißt, wenn jemand 10 oder 14 oder 15 Kreditkarten hat, das ist gut für seinen Credit, solange er eben nur einen kleinen Teil des Gesamtverfügungsrahmens hier entsprechend verwendet. Ich würde dir auf jeden Fall raten, immer deine Kreditkarten hier
fristgerecht zu bezahlen, den Minimalbetrag oder was auch immer du dort bezahlen musst. Es wirkt sich sehr schnell negativ auf deinen Credit aus, wenn du das nicht machst. Also auf jeden Fall viele Karten haben, aber eben diese nur sehr sporadisch verwenden. Das ist sicherlich eine sehr gute Lösung, um hier deine Bonität in den USA aufzubauen und weiter zu erhalten. Wichtig ist Folgendes: Wenn du noch Konten im Ausland hast, du hast ja vielleicht noch ein Konto in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, dann ist es absolut wichtig und auch gesetzlich vorgeschrieben, dass du dieses Konto einmal im Jahr bei FBAR angibst. FBAR ist eben so ein Formular, was du ausfüllen musst für das Konto im Ausland, das ein bestimmtes Kontosaldo übersteigt. Diese Meldung musst du machen. Bist du nur einen Tag zu spät, dann drohen schon $10.000 Strafe. Es gibt, wie gesagt, einen automatischen Informationsaustausch. Weiß also die ausländische Bank, dass du in den USA lebst, dann werden die US-Behörden das mitbekommen. Also es ist wichtig, dass du hier die Meldung machst. Viele Mandanten schließen natürlich auch ausländische Konten, weil es einfach keinen Sinn hat, hier dieses Risiko einzugehen, diese zusätzliche Formalität, die man noch beachten muss. Kommen wir zu unserem vorletzten Punkt, das deine Auswanderung nach Florida betrifft oder eben nur die Etablierung eines Zweitwohnsitzes in Florida. Das Thema Gesundheit und Krankenversicherung. Wir hören ja immer Schreckensmeldungen in Europa, wie schlecht letztlich die Versorgung doch in den USA ist. Meiner Erfahrung nach ist das totaler Quatsch. Die gesundheitliche Versorgung in den USA ist hervorragend. Nirgendwo gibt es mehr Geräte, nirgendwo gibt es mehr Ärzte als vor allen Dingen in den Städten in den USA. In den ländlichen Gebieten sieht es dann auch nochmal anders aus. Aber du kommst sehr schnell dran, du wirst sehr schnell und sehr gut behandelt. Die meisten Amerikaner haben Krankenversicherung durch ihre Arbeitgeber. Es sind sicherlich 85% der Amerikaner hier sehr gut gesundheitlich abgesichert. Einige sind es natürlich nicht. Manche entscheiden sich auch bewusst dagegen, Krankenversicherung zu haben. Das ist in den USA möglich, ist natürlich nicht sehr intelligent. Wenn du in den USA ankommst, hast du zunächst mal hier verschiedene Alternativen, was du machen kannst. Wenn du dort ohnehin nicht laufend lebst, kannst du vielfach auch ausländische Krankenversicherung weiter nutzen. Es gibt auch natürlich deutsche Krankenversicherungen, die dich auch in den USA abdecken, private Krankenversicherungen. Es gibt ganz spezielle Auslandsversicherungen für Deutsche. Hier kannst du dir auch ein Angebot für die USA holen. Du musst damit rechnen, dass dieses Angebot natürlich teurer ist, als wenn du andere Länder hier nur abgedeckt haben möchtest. USA sind immer natürlich aufgrund der hohen Kosten des Gesundheitssystems, kosten immer nochmal extra mehr. Wenn du keine ausländische Versicherung holst, sondern es wie die Amerikaner machen willst, kannst du dir in den USA eine Krankenversicherung besorgen. Hier gibt es ja seit Präsident Obama das sogenannte Obamacare. Was das letztlich bedeutet, ist, dass es in jedem Bundesstaat sogenannte Insurance Exchanges gibt, wo dann Versicherungsunternehmen hier standardisierte Versicherungsprodukte anbieten. Hier sind dann auch bereits bestehende Krankheiten mit abgedeckt. Das heißt, hier kannst du dich nach Versicherungen umschauen bei diesen sogenannten Exchanges. Du kannst davon ausgehen, dass natürlich der Preis sehr viel teurer ist als vielleicht in Deutschland oder in Europa. Hier gibt es normalerweise verschiedene Abstufungen nach Bronze, Silber und Gold. Und das sagt im Wesentlichen danach aus, welche Zusatzleistungen du bekommst, aber auch welche Zuzahlungen du machen musst. Normalerweise ist es so, dass du auf jeden Fall hier bei Krankenhausaufenthalten eine hohe Zuzahlung hast. Je höher die Zuzahlung, desto günstiger die Prämie. Das kann schon pro Person, je nach Plan, was du hast, du kannst dir natürlich einen anderen Tarif wählen, kann das schon 3.000 oder auch 10.000 dann sein. Und dann musst du bei jedem Aufenthalt im Krankenhaus eben dann erstmal zuzahlen, bis dann hier letztlich der Gesamtbetrag erschöpft ist, bevor dann die Versicherung bezahlt, beziehungsweise gibt es natürlich dann auch Tageslimits. Das heißt, wenn du in die Notaufnahme gehst, musst du je nach Versicherung hier erstmal dann selbst bezahlen hier, und das kann teuer sein, $500 oder so, je nachdem, was deine Versicherung hier genau geregelt hat. Du kannst, wie gesagt, hier frei wählen, aber es kostet dann entsprechend eben mehr. Auch bei Arztbesuchen gibt es vielfach dann noch einen kleinen Betrag, den du dann dort zuzahlen musst, ebenso wie bei Medikamenten. Die Grundregel lautet, je weniger zuzuzahlen ist und je höhere Zusatzleistungen du hast, desto teurer wird die Versicherungsprämie, daher die Abstufung. Ich kenne einige Leute, die haben hier sozusagen nur eine totale Notfallversicherung, das heißt, wenn sie jetzt einen Herzinfarkt haben oder so, dann deckt eben, wie gesagt, die Versicherung das ab. Ansonsten zahlen sie alles lieber selbst. Also wenn sie mit dem Kind zum Arzt müssen, weil das Kind
Kind irgendwie genäht werden muss, dann machen Sie das lieber selbst, zahlen da $150, als jetzt jeden Monat dann $200 extra Versicherung zu bezahlen. Das muss dann jeder selbst entscheiden. Wie gesagt, wenn du in den USA angestellt bist, kannst du davon ausgehen, dass sowieso dein Arbeitgeber die Krankenversicherung bezahlt. Das ist das Normale und da ist dann auch deine Familie abgedeckt. Aber wenn du jetzt eben selbst dir dort Versicherung besorgen musst, dann ist es schon relativ teuer. Das muss man schon ganz klar sagen. Zu guter Letzt wollen wir uns mit dem Thema Ausbildung und Schulbildung beschäftigen. Wenn du Kinder hast, dann ist das natürlich ein wichtiges Thema für dich. Grundsätzlich, wie gesagt, wenn du in die USA umziehst und dort ein Visum hast, können deine Kinder bis zum Alter von 21 Jahren auch mit in die USA kommen. Ab dann müssen sie sich selbst letztlich um ein Visum dann kümmern. Das ist besonders natürlich dann der Fall, wenn du hier keine Green Card hast. Hast du eine Green Card, bis dahin können die Kinder auf eine Green Card wechseln. Wenn sie aber dann, bis sie 21 sind, letztlich nicht auf eine Green Card wechseln können, müssen sie sich selbst um ein Visum kümmern, zum Beispiel Studentenvisum oder eben anderweitig. Grundsätzlich kann natürlich jeder, der in den USA lebt, dann dort auch hier die staatlichen Schulen verwenden. Deine Kinder können dort in die staatlichen Schulen gehen. Es sind alles letztlich Gesamtschulen, die es dort in den USA gibt. Es gibt 3 verschiedene Stufen. Es gibt die Elementary School, das ist letztlich die Grundschule. Dann gibt es die Middle School, das ist so von der 7. bis zur 9. Klasse. Und dann gibt es eben die High School. High School ist dann von der 10. bis zur 13. Klasse letztlich. Nach 13 Jahren Schule hast du dann im Grunde genommen mittlere Reife, also nicht etwa Abitur. Du kannst dann direkt auf die Uni gehen. Es ist letztlich dann so, dass du zunächst mal ein Associate Degree machen kannst, der geht 2 Jahre. Ich würde das vergleichen mit der deutschen Oberstufe 12. und 13. Klasse. Wenn du dann einen Bachelor Degree machst, der geht insgesamt in den USA 4 Jahre. Das heißt im Grunde genommen, du gehst von der High School runter, hast dann noch 4 Jahre Bachelor Degree. Der entspricht letztlich dann 2 Jahre Oberstufe und 2 Jahre Bachelor's Degree. Danach kannst du dann noch den Master machen. Aber im Grundsatz eben alle Schüler nehmen 13 Jahre am Unterricht teil und sind in der Regel dann mit der Highschool fertig, wenn sie 18 Jahre alt sind. Die amerikanischen Schulen schneiden bei PISA immer deutlich besser ab als die deutschen Schulen. Das liegt aber daran, weil natürlich in den PISA-Studien hier letztlich immer Gymnasiasten, Realschüler und Hauptschüler in Deutschland dann in einen Topf geworfen worden sind. Im Grunde genommen ist es so bei der PISA-Studie, dass eigentlich in Deutschland die Gymnasiasten recht gut abschneiden und das Problem im Grunde bei den Realschulen, bei den Hauptschulen dann existiert. Die amerikanischen Schulen schneiden ja deutlich besser ab. Das heißt aber nicht, dass die amerikanische Highschool besser ist als das deutsche Gymnasium. Das heißt nur, dass die amerikanische Highschool besser ist als letztlich die deutsche Realschule und Hauptschule. In den amerikanischen Schulen wird deutlich mehr ausgegeben pro Schüler als in Deutschland. In Deutschland werden ungefähr 9.200 € pro Schüler pro Jahr ausgegeben. In den USA sind es 16.800 $, also ungefähr das gleiche in Euro. Ja, 16.000 € pro Jahr pro Schüler. Du siehst also, da wird deutlich mehr investiert. Die Gehälter sind zum Teil deutlich höher für Lehrer. Dennoch, wie gesagt, die Ergebnisse sind oft vielleicht jetzt anders als erwartet, gerade in Deutschland. Wir sagen ja oftmals, die Amerikaner sind nicht so intelligent, sage ich es jetzt mal so. Hierfür ist vielfach ein Missverständnis auch verantwortlich. In den USA geht es vielfach um Dinge wie zum Beispiel Teamgeist, gutes Staatsbürgertum. Das soll im Grunde genommen in den Schulen hier unterrichtet werden. Es geht hier nicht nur tatsächlich um Zahlen und solche Dinge, die dort gelernt werden sollen. Ich muss sagen, meinen Kindern hat es sehr gut gefallen in den amerikanischen Schulen. Die haben sich dort sehr wohlgefühlt. Man muss natürlich wie eigentlich überall auf der Welt sagen, dein Wohnort entscheidet letztlich, wie gut die Schule ist. Ist das Einzugsgebiet ein gutes Einzugsgebiet, dann ist natürlich auch im Grunde genommen die Zusammensetzung der Schulklassen entsprechend positiv und es ist entsprechend unproblematisch dort. Lebst du in einer Gegend, wo es soziale Spannungen gibt, dann findest du diese natürlich auch in den Schulen wieder. Das ist ganz klar. Es gibt natürlich auch in den USA Privatschulen. Hier muss man sagen, dass anders als in anderen Ländern, zum Beispiel UK, Privatschulen sich nicht dadurch auszeichnen, dass sie jetzt
sehr viel bessere akademische Ergebnisse produzieren. Hier geht es einfach darum, dass sich hier Leute, die sehr viel Geld haben, absondern können von den staatlichen Schulen. Hier geht es also eher um eine Klassenteilung, als jetzt tatsächlich um viel bessere akademische Ergebnisse, wie das ja zum Teil in anderen Ländern von Privatschulen erwartet werden kann. Was viele Ausländer und auch viele Deutsche natürlich attraktiv finden an Florida, ist, dass Homeschooling erlaubt ist. Homeschooling in Florida ist eigentlich recht einfach. Es gibt recht wenige Auflagen. Man muss ja die Behörden informieren, dass man Homeschooling macht, und man muss natürlich auch hier die Lernmaterialien entsprechend aufbewahren und muss dafür sorgen, dass die Kinder hier geprüft werden können, einmal jährlich. Aber ansonsten ist es recht locker. Es gibt eine große Homeschooling-Community. In jedem Ort praktisch können sich Homeschooler hier zusammenfinden und treffen, regelmäßig zu treffen mit Kindern und Erwachsenen, zum Beispiel in einem Park wöchentlich. Das ist also sehr angenehm. Es gibt dann auch mehrere Online-Schulen. Es gibt zum Beispiel auch eine staatliche Online-Schule in Florida. Die kann jedes Kind dort dann kostenlos nutzen. Jedes Kind in Florida darf an dieser Online-Schule teilnehmen. Wie gesagt, Online-Schule ist dann relativ stark strukturiert, virtuelles Klassenzimmer und so weiter und so fort, während eben Homeschooling komplett frei auch gemacht werden kann. Das kann dann jeder letztlich für sich entscheiden. Du kannst natürlich auch, wenn du willst, deine Kinder hier bei einer deutschen Online-Schule einschreiben, wenn du in Florida lebst. Auch das ist natürlich akzeptabel, aber es müssen eben hier doch die Voraussetzungen und die Bedingungen für den Staat Florida gegeben sein, was das Homeschooling anbelangt. Das heißt, du musst auf jeden Fall sicherstellen, dass die Dinge, die im Lehrplan abgefragt werden in Florida, dann auch von deinen Kindern erlernt werden. So, das war mal so meine Übersicht zum Thema Umziehen nach Florida. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Punkte hier für dich zusammengefasst, die dich betreffen. Lass mich deine Meinung wissen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was ich hätte noch erwähnen sollen? Würde mich freuen, hier deinen Input zu hören. Lebst du schon in Florida? Was sind deine Erfahrungen dort? Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe selbst dort 3 Jahre lang gelebt in Miami. Wir hatten eine sehr schöne Zeit dort, obwohl ich dort angekommen bin, direkt letztlich nach dem Beginn der ganz großen Wirtschaftskrise hier im Sommer 2008. Kurz danach wurde dann Obama gewählt. Gleichzeitig gingen überall die Lichter aus. Das war eine sehr interessante, eine intensive Zeit. Es hat mir gut gefallen. Ich bin von da dann nach Texas umgezogen. Wenn auch du nach Florida gehen willst und du hast dazu Fragen steuerlicher Natur, rechtlicher Natur, würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch zu sprechen. Link packe ich hier unten in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, auszuwandern, ihre steuerliche Situation zu optimieren. Wir sind seit 2008 in den USA vertreten, haben schon vielen Mandanten geholfen, in die USA umzuziehen, dort mit ihren Familien zu leben, Visa zu erhalten, Unternehmen zu gründen und dort letztlich ihren amerikanischen Traum zu verwirklichen. Ich würde mich freuen, wenn dies auch dir gelingen würde, und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.